Gefühl, in dem Einser zu fahren, ist, ja, ich denke immer an die ganzen Geschichten oder Leute, die sich den Einser angucken, die die Tür öffnen oder das Fenster ist offen und als erstes kommt, der riecht wie damals. Es ist sehr auffällig, die Leute gucken, ich kriege auch sehr oft einen Daumen gezeigt oder ein Grinsen von älteren Leuten. Wenn man mal tanken fährt oder irgendwo am Imbiss steht, wird es auch mal schnell, dass das Essen wieder kalt ist, weil man nur über das Auto am Quatschen ist. Aber ja, es ist schön, einfach wie mit allen älteren Autos. Neue Autos kann jeder, macht jeder, kriegt jeder. Da steckt eine Geschichte hinter, man hat selber viel erlebt mit der Bastelei, mit Kumpels, mit Freunden. Es ist ein tolles Erlebnis, mit einem Einser generell oder Oldtimer zu fahren. Hallo, ich bin der Jens und heute will ich hier in Halver, was im Sauerland liegt, ja, meine 3 kleinen Schätze vorstellen. Ich bin 34 Jahre alt, jung, bin damals über Roller, Mofa-Führerschein mit 15, Roller über Aprilia Scarabeo zur SF50, dann MEK Nitro zur Schrauberei gekommen. Dann, wo ich 18 wurde, habe ich mir von meiner Mutter einen Seat Arosa zum 18. Geburtstag bekommen, in dem Standard Lupo Blau. Dann fing man natürlich an mit Tieferlegung, Federn, Sportfahrwerk, was dann irgendwann zum Gewindefahrwerk oder auch Luftfahrwerk dann wurde 2006. Dann wurde das Auto auch einmal komplett lackiert in meiner Farbe Braun. Ich hatte schon mehrere Autos in Braun oder dann wieder in Braun umlackiert. Ja, über einen Seat Leon, dann habe ich mal angefangen Touran umzubauen, wo ich das Projekt aber dann aufgegeben habe, weil einfach so ein tiefes Loch, einfach kein Interesse mehr an Tuning. Dann habe ich mit einem Dodge weitergemacht, einen Dodge Dakota Pickup, auch wieder in Braun lackiert, worauf ich dann zu den ganzen Oldies kam, über einen Freund Erkan. Der hat schon mehrere Einser Gölfe gehabt und da bin ich auf die Suche mit einem Bekannten aus Hagen, Domenico, der sehr erfahren in der Szene ist und ja, mir vor, ich glaube 8 Jahre habe ich den Einser jetzt, geholfen hat, den richtigen zu finden, wegen Rost und. Und so kam ich dann zu dem Einser hier im Hintergrund. Das ist ein 1977er in Original Timor Braun. Der war auch 21 Jahre lang abgemeldet, ich bin zweiter Hand, habe den dann zugelassen, fing dann an mit den Umbauten. Ja, zwischenzeitlich habe ich einen A6 auch gefahren, was mein Alltagsauto war, wo man da auch anfing, Carbon, Luftfahrwerk, Folierung durch einen Freund Matthäus, der Folierer ist. Ja, so kam alles nach und nach. Dann habe ich den A6 verkauft, dann bin ich eine kurze Zeit einen Caddy 14D gefahren, der natürlich auch wieder in Braun war, aber den ich schon so gekauft habe. Der wurde in Marrakesch Braun lackiert. Da war auch ein 1.8T drin, womit ich so ein paar Treffen angefahren bin, aber leider an dem Pickup die Interesse verloren habe, den dann schnell wieder verkauft habe, aber als Deko auch immer meine Schwalbe mitgeführt habe. Eine Hykomat mit Luftfahrwerk habe ich die umgebaut, technisch eben fit gemacht, aber dann auch, weil sie nur in der Ecke herumstand,
auch wieder verkauft. Ja, und zwischenzeitlich habe ich mir noch einen T2 A-Bus gekauft von Volkswagen, komplett in Patina, den ich im Moment noch fertigstelle. Ja, wo ich mir aber Zeit lasse und nicht alles jetzt von heute auf morgen fertig haben möchte, einfach nach und nach. Und im Moment einfach nur der 1er und der 4er R32 gefahren wird, bewegt oder gepflegt wird. Den 1er habe ich vor knapp 8 Jahren, meine ich, gekauft. In einem recht sehr guten Zustand. Bisschen Rost, eine cleane Motorhaube hatte er drauf, so wie es wahrscheinlich damals gemacht wurde. Die Laufleistung war auch sehr gering, knapp über 100.000 Kilometer. Ist auch ein original verbauter 1.6er, den ich immer noch drin habe, nur optisch aufgewertet. Das ist ein Schalter. Baujahr 3. 77 mit kleinen Rückleuchten. Das war mir teils wichtig, beziehungsweise ja, die Farbe. Das war auch nur mega Zufall, dass ich den in Timur Braun entdeckt habe. Ich weiß jetzt nicht, ob ich einen 1er in Braun umlackiert hätte, aber ja, so war es schon meine Farbe und es mussten nur ein paar Sachen beilackiert werden oder gerichtet werden. Neue Motorhaube, neue Heckklappe und kleine Stellen beilackieren. Ja, die ersten Tage, wo ich den 1er dann bei mir in der Halle stehen hatte, habe ich den natürlich erstmal komplett gecheckt, gefreut über das Tittentacho, was natürlich alles im originalen Zustand war, der Innenraum, ein paar Sachen mal in einem besseren Zustand nachgekauft. Über die Bronzeverglasung bin ich auch stolz, dass die original vorhanden ist, im guten Zustand. Ja, und dann im ersten Jahr, wo ich dann die Vollabnahme hatte im Frühjahr, weil der 21 Jahre nicht angemeldet war, habe ich dann natürlich angefangen, diverse Teile neu zu verchromen, die kleinen Chromstoßstangen, Fahrwerk geändert. Auf Luftfahrwerk fahre ich jetzt im Moment, sind H&R-Dämpfer mit Airlift-Steuerung. Diverse Sachen wurden in Carbon laminiert, eigentlich alles, was im schwarzen Kunststoff war, über Stoßstangenleisten, Stoßstangenecken, Scheibenwischer sogar in Carbon laminiert, die Türgriffblenden mit Porsche Inlay, Steinschlag-Schutzecken, hinten natürlich einiges an Carbon wieder an den Stoßstangen. Wie gesagt, verbaut ist noch der 1.6er, original mit 75 PS, wo optisch einfach nur alles aufgewertet wurde, in schwarz matt lackiert, gelb verzinkt oder schwarz verzinkt, aber originalen Vergaser. Technisch eigentlich original. Bremsanlage wurde alles vom Scirocco 16V übernommen, vorne und hinten Scheibenbremse. Dreiteilige Fuchsfelgen haben wir genommen, in 6,5 und 7,75 Breite, dass hinten etwas mehr Bett ist. Ja, und sonst der Innenraum ist soweit original geblieben, außer ein Momo-Lenkrad mit Holz, ja, wie nennt man das, als Holzlenkrad mit Porsche-Hupenknopf. Am Handschuhfach natürlich das besagte, ich glaube, 964er Porsche-Wappen auf dem Schloss. Ich kann es aber jetzt nicht 100% sagen, ob es 964 ist. Hatte ich mal irgendwo in einem Forum gesehen, fand ich so interessant und musste ich mir auch direkt besorgen. Aber soweit alles original. Jetzt vergangenen Winter habe ich noch die Ablage unter dem
kleinem Armaturenbrett gefunden, die ja sehr hoch bei eBay gehandelt werden, weil die immer kaputt getreten wurden damals wahrscheinlich. Da war ich auch sehr stolz, dass ich die endlich habe und den Innenraum wieder komplett original und schön im schönen Zustand habe. Ja, auch mal eine kleine Geschichte zum Lack. Viele denken immer, ich habe den Golf in Braun neu lackiert oder der wurde mal neu lackiert. Es ist ein Originalton von 1977. Der wurde für ein Jahr wurde der in Timo Braun lackiert. Klar wurde damals schon, genauso wie heute oder wie ich, ein paar Stellen schon nachgebessert. Aber es ist ein originaler Metallic-Lack-Ton von 1977. Ich möchte mich hier auch bei meinen Freunden, bei meiner Frau bedanken. Zu den Freunden Matthäus, Erkan, Kutzal, die haben mich immer unterstützt. Egal ob im Guten, im Positiven, was gerade mit den Autos war, ob was kaputt war, ob ich abgeschleppt werden musste, was auch immer. Die waren immer für mich da, auf Rat und Tat. Meine Frau, die das natürlich auch schon seit 13 Jahren mitmacht, die auch damit aufgewachsen ist, aber dann es leider auch zu viel wurde, immer mehr Autos. Da ist sie dann ja, ruhiger geworden, was ich leider nicht bin, was immer noch Spaß macht. Auf jeden Fall ein herzliches Dank. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Kommentar, über ein nettes Feedback, über ein Like und ja, viel Spaß noch. Tschüss.